Einen wundervollen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast. Herzlich willkommen auch Nils oder Tuxi-Fan. Hi. Der ist heute als ehemaliger Praktikant von Nomic AI da. Nomic AI, darfst du einmal ganz kurz vorstellen, was machen die so oder was macht ihr so? Was hast du bei ihnen gemacht? Genau, Nomic AI spezialisiert sich größtenteils darauf, Daten zu visualisieren. Also das kann man sich vorstellen, was sie machen, wie so eine Karte, wo Daten, die zusammengehören, in dieser Karte organisiert werden. Das ist unter anderem hilfreich, zum Beispiel, um zu analysieren. Auf Discord wird das zum Beispiel verwendet, auf einigen Discords, um zu analysieren, in welchen Bereichen sich die Leute über welche Sachen unterhalten und wie die Sachen zusammenhängen und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend. Okay, Und ein, ja, ja. genau, und ein Nebenprojekt davon ist halt auch GPT for All. Mhm. Ähm, Was und ihr das vielleicht ist kennt. halt, genau, das ist ein Projekt. Das Ziel ist es, Normalbenutzern zu erlauben, hauptsächlich Llama-Modelle, aber auch GPT-J und MPT, solche Sachen direkt lokal auf dem PC auszuführen. Genau, ich hatte ja da auch schon mal ein paar Videos dazu gemacht. GPT for All ist ja im Endeffekt Open Source Software, die Large Language Models lädt, kann man sagen. Das Genau. heißt, wir haben eine Art Interface, also wir haben quasi eine Software und wir haben für diese Software oder die Software ist ein Interface, die uns erlaubt, mit den einzelnen LLMs, die wir einfach auswählen können, zu interagieren. Also sowas wie ChatGPT ist, nur eben, dass ich auswählen kann, welches Modell ausgewählt wird und die Modelle liegen bei uns wirklich auf dem Rechner. Genau. Die werden auch komplett lokal Ja. ausgeführt, die funktionieren vollständig ohne Internetverbindung. Ja, wie kam es dazu? Also wie hat sich Nomic dazu entschlossen, sowas zu entwickeln? Naja, Llama ist aufgekommen Mhm. und da ist es halt eine ganz gute Chance, um Community-Projekt zu starten. Gibt ja viele Gründe, weshalb Firmen Community-Projekte starten. Hauptsächlich ist es halt sehr gut für die Reputation und so weiter. Ähm, ja, Okay, das heißt, ihr habt ein, ja, im Endeffekt das Interface gebaut, damit es im Endeffekt auch eine einfache Möglichkeit ist, für jeden auch damit zu interagieren, weil bis dahin war es einfach so, ein LLM bei sich lokal auszuführen, brauchst du halt ja, ist Python-Kenntnisse, eine Reihe musst erstmal Python, reingehen. Skripten Ja, und Sachen installieren und so weiter und so fort. Ist recht komplex und gerade mit den Dependencies. ähm, vor allem braucht man auch sehr viel Leistung. Ja, wobei man das immer noch braucht, oder? Bei weitem nicht mehr so viel. Ja? Also das läuft ja komplett auf der CPU. Mhm. Das funktioniert dank Techniken wie Quantisierung, Mhm. ähm, die es erlauben, Modelle sozusagen zu komprimieren. Mhm. Also das kann man sich vorstellen wie Videokompression oder Okay. Audiokompression, sowas. Also die Modelle werden dann komprimiert. Normalerweise gibt es ja Kompressionsverluste. Gibt es das da auch? Genau, das gibt es da Tatsächlich. tatsächlich auch leider. Spannend. Okay, da müssen wir ein bisschen tiefer reingehen. Kennst du dich da in dem Bereich aus? Ich weiß jetzt nicht, wo du da gearbeitet hast. Ich kenne mich mit den mathematischen Sachen tatsächlich nicht Mhm. spezifisch aus, aber ich kann ungefähr erklären, wie das funktioniert. Sehr gerne. Ähm, es gibt, man kann sich das vorstellen, das Modell ist hier in Blöcken eingeteilt. Mhm. Also jeder Block ist immer per Standard ein 16 oder 32-Bit Floating Point Wert, also Kommazahl. Und was Quantisierung schlussendlich tut, ist diese einzelnen Zahlen runter zu optimieren auf ganz kleine Nicht-Kommazahlen, also zum Beispiel 4 Bit oder sowas, Mhm. statt 32 Bit, 16 Bit. Und das erlaubt es halt, mit viel weniger RAM und mit viel weniger Leistung diese Modelle auszuführen. Das heißt, wir haben am Ende statt eben eine hohe Genauigkeit für die Zahlen, haben wir quasi einfach die Zahlen fast zu gerundet sozusagen. Ja, Und dadurch können wir natürlich einsparen. Interessanter Ansatz. Geht da nicht wahnsinnig viel Genauigkeit verloren, beziehungsweise werden dann nicht die Ergebnisse deutlich schlechter? ja, es geht tatsächlich eine gewisse Genauigkeit verloren. Ähm, allerdings meistens ist es noch okay. Also meistens ist es noch in einem Rahmen, wo man sagen kann, dass das Modell gebrauchbar ist,
was ja aktuell sowieso bei den Lama-Modellen der Fall ist, dass man hauptsächlich sagt, das Modell ist gebrauchbar. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es gut. Ähm, Man darf halt nicht zu weit mit der Quantisierung runtergehen, Ja. aber wenn man zu weit nach oben geht, dann ist halt auch so ein Ding schwierig, dann hat man halt vielleicht nicht genug Leistung. Ne? Das heißt, man kann quasi auch die Quantisierung vielleicht so einstellen, wie die eigene Systemleistung das Ganze erlaubt am Ende. Theoretisch ja, aber ab, du kennst es sicherlich auch oder ihr kennt das sicherlich auch bei Videokompression. Ähm, Man kann, ab einer bestimmten Kompression lohnt es sich nicht mehr, weil du nicht genug Platz einsparst Mhm. und es keinen Qualitätsunterschied mehr macht. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, sagen wir mal, starke Hardware habe, dann könnte ich quasi einstellen, hey, ich will eigentlich keine Kompression drauf haben oder nur sehr, sehr wenig, dass es halt gerade so ein bisschen was bringt. Und wenn jemand halt einen sehr alten Rechner hat, dann kann der sagen, ey, mach mal bitte deutlich mehr Quantisierung drauf, damit die Modelle möglichst schnell ausgeführt werden können. Ja, allerdings lohnt es sich meistens eher, dann ein Modell mit mehr Parametern zu verwenden. Oh, also quasi, ich habe trotzdem eine Quantisierung, aber dafür mehr Parameter. Genau, zum Beispiel. So dass es eigentlich mit Quantisierung immer gerade so an meine Leistungsgrenze kommt. Ja. Spannend, okay. Was sind gerade so die gängigsten Modelle, die ihr eingebunden habt? Die gängigsten Modelle, so Hermes, die GPT-4-All-Modelle Mhm. natürlich, Vicuna, da gibt es eine ganze Menge, das kann ich gar nicht auflisten. Ja, das stimmt wohl. Ähm, Ihr habt wahrscheinlich auch Llama 2 schon eingebaut, oder? Ja, also es gibt auch schon Llama 2 Modelle. Das Llama 2 Chat-Modell, also das offizielle Llama Chat-Modell, ist da nicht bei, Ja. weil das ziemlich stark zensiert ist Mhm. und es gibt bestimmte Nebeneffekte bei zensierten Modellen, die meistens nicht erwünscht sind. Okay, welche? Ähm, Es ist sicherlich aufgefallen, vielen Leuten aufgefallen, zum Beispiel ChatGPT ist über die Zeit schlechter geworden. Ja, kann man so sagen. Ähm, Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass mehr Zensur angewendet wurde, dass mehr, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Könnt ihr auf Englisch Also sagen. es gibt ja einen Prozess, der passt die Ausgaben an das an, Mhm. was ein Mensch als gut ansieht. Mhm. Ähm, und es gibt halt einen bestimmten Punkt, ab dem die ChatGPT-Entwickler gesagt haben, so ist es jetzt gut, so veröffentlichen wir das. Und dann haben Leute natürlich Exploits gefunden sozusagen, um das Modell trotzdem dazu zu bekommen, irgendwelche komischen Sachen rauszugeben, die ChatGPT natürlich nicht will, weil es natürlich das Image schadet und so weiter und so fort. Ähm, Beziehungsweise OpenAI, Entschuldigung. Ähm, und dementsprechend haben sie halt diese Anpassung weitergetrieben. Aber halt nur in diese eine Richtung, Mhm. solche Ausgaben halt zu zensieren, schlussendlich. Genau, das heißt, durch dieses Feedback von den Usern, was dann immer wieder kam, was eigentlich gute Ausgaben sind, was schlechte Ausgaben sind, aber gleichzeitig auch die Violations von den einzelnen Richtlinien, da wurde dann einfach gesagt, okay, diese Ausgabe darf auf gar keinen Fall kommen. Wir wollen die sozusagen rauswerfen. Und dadurch haben sie wahrscheinlich beim Reinforcement Learning so ein bisschen auch dann gesehen, dass es halt schlechter geworden ist. Genau. Das ist natürlich jetzt unpraktisch, weil wir wollen ja starke Modelle, nicht schwache Modelle. Auf der anderen Seite eine gewisse Zensur, je nachdem, was man bekommt als Ausgabe. Also jetzt eine Anleitung zum Suizid wäre wahrscheinlich jetzt nicht so geil. Da wird man wahrscheinlich eine Balance finden müssen, ne? Genau. Okay, ich Also verstehe. aktuell ist vor allem in der Open Source Community Approach diese Zensur so weit wie es geht zu vermeiden. Mhm. Ähm, Was Sinn macht, weil die meisten dieser Leute wollen einfach nur gute Modelle rauskriegen Mhm. und die haben keine Firma dahinter, die Image-Schaden bekommen kann, Ja, verstehe. wenn das Modell irgendwelche komischen Sachen schreibt. Mhm. Ähm, ja, Das heißt, man geht eigentlich weg genau. von der Zensur in den Open Source Modellen und sagt einfach, okay, wir nehmen das in Kauf, dass halt, wenn man was Dummes fragt, dann kommt halt auch eine dumme Antwort. Das ist dann halt so, aber wenn ich Genau. halt nach Code frage, dann kriege ich halt eher eine richtige Antwort und keine schlechtere Antwort.
Genau. Also wenn man einfach diese Teile des Gehirns von dem Netz vielleicht nicht abschneiden muss. Okay. Ja, theoretisch, ja. Ja, so metaphorisch gesprochen. Bildlich. Ja, bildlich, genau. Okay, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich entscheiden müsste, wenn ich jetzt einfach GPT-4All installieren möchte und ich entscheide mich für, keine Ahnung, 1, 2 Modelle, die ich halt benutzen möchte, gibt's da den Ansatz, dass man wirklich sagt, okay, Use-Case-basierte Modelle, also eins ist wirklich gut im Coding, eins ist gut in was anderem? Ja, tatsächlich schon. Es ist die schwierigste Frage, die du beantworten kannst oder die ich beantworten kann, ist definitiv, was ist das beste Modell? Ja, Weil jedes Modell ist in verschiedenen Sachen verschieden gut. ja, Manche Modelle sind ja in Coding besonders gut, manche Modelle sind besonders gut im Geschichtenschreiben ja. und so weiter und so fort, ja. Würdest du sagen, die können mithalten mit den GPT-4 oder mit GPT-4 als Modell in ihrem jeweiligen Use Case? Kommt darauf an, was für ein Use Case das ist. Mhm. Also zum Beispiel Mathematik definitiv nicht. Ähm, also in den meisten Sachen nicht, nein. Okay. Es gibt vielleicht einige kleine Fälle, ähm, zum Beispiel, da komme ich später zu, das sind aber allgemein Vorzüge davon, dass es halt lokal läuft und nicht auf dem Server. Mhm. Da kann ich später noch zu Mhm. kommen. Ja, Okay, okay, ich verstehe. Das heißt, wir können eigentlich die Netze halt lokal bei uns laufen lassen. Das ist der eigentliche Vorteil davon. Auch gerade für Firmen natürlich. Aber sie sind genau, wahrscheinlich nicht ganz so gut wie die großen kommerziellen Modelle, die man halt nicht einfach lokal laufen lassen kann, weil sie zu groß sind. genau. Mhm. Es gibt natürlich sehr viele Vorteile, zum Beispiel Privatsphäre. Mhm. Ähm, Firmen haben ja das Problem, dass die Mitarbeiter dann mal ganz gerne ChatGPT verwenden, Ja. um irgendwelche Sachen zu machen. Und dann tragen die da irgendwelche Geschäftsgeheimnisse ein und dann wird der Account gehackt und naja, solche Sachen. Ja, oder sie verwenden die Daten einfach straight up fürs Training von ihrem Netz und man Ja, kann sie klar. wieder extrahieren. Das ist ja auch immer wieder ein gängiges Problem. Ich weiß gar nicht, Samsung hatte doch da, glaube ich, so einen richtig offiziellen Leak sogar, oder zumindest haben sie es so betitelt. Ja. Ja. Ähm, definitiv anderes Ding ist natürlich auch Kosten. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du irgendwas Kleines betreibst, dann sind es meistens nicht die Kosten wert, ChatGPT zu verwenden über die API, Mhm. was ja nun leider nicht ganz wenig kostet. Ähm, und wenn du das auf deiner lokalen Hardware laufen lassen kannst, die du sowieso schon hast, dann ist es natürlich ein großer Faktor. Ja, und gerade wenn man eben jeden PC einfach zu einem Rechner dann dafür machen kann, dann müssen halt die Ja, Firmen-PCs stärker werden. Aber ja, also ich meine, in den meisten Fällen sollte das funktionieren. Gerade wenn man sowieso alles auf der CPU laufen lässt, die ja jeder hat. Grafikkarte ist ja ein bisschen was anderes. Aber dann, ja. es gibt ja tatsächlich auch recht viele Anwendungsfälle, in denen man gar nicht so starke Modelle braucht. Zum Mhm. Beispiel Tagging, wenn man ähm, einen Text mit Tags, wie sagt man das, betiteln möchte. Mhm. Ähm, da braucht man meistens keine so starken Modelle für. Und wenn man dafür OpenAI bezahlt, dann ist das eine ziemlich große Geldverschwendung. Ja, das heißt, man könnte auch einfach sozusagen für Moderation, Content-Moderation zum Beispiel auf Discord beispielsweise, könnte man das einsetzen auf einem mehr oder weniger leistungsschwachen Server, der aber ausreicht für einzelne Requests, die er dann halt nacheinander abarbeitet. Genau. Hast du da speziell gerade irgendwie eine Empfehlung? Also gibt es da schon was wirklich so Content-Moderation kann gut? Nicht, dass ich wüsste. In den Bereich Content-Moderation habe ich tatsächlich sehr wenig reingeschaut. Okay, Da habe ich leider gerade keine Ahnung. das macht doch Sinn. Also ich meine, es passiert ja auch so viel gerade, dass da einen Überblick zu behalten ist, glaube ich, unmöglich, auch für Leute, die mittendrin sind. In welchem Bereich? Aber Sorry, ja. bei Content Moderation muss man natürlich auch sagen, dass OpenAI da eine kostenlose API für hat. Also, Ja, aber ich glaube, die ist ja nur für, ich glaube, ihre eigenen, also die Sachen, die sie generieren, oder? soweit ich weiß, kann man die für alles verwenden, was man möchte. So Oh, genau echt? weiß ich das tatsächlich nicht, aber soweit ich weiß, kannst du die verwenden, wo du willst. Lass mich das kurz notieren. In welchem Bereich warst du denn?
Und wo hast du vor allem drin gearbeitet? Ich habe hauptsächlich daran gearbeitet, Kernkomponenten von GPT-4All zu verbessern. Mhm. Unter anderem habe ich ein System geschrieben, was automatisch je nach Modell, je nach Typ von Modell die richtige Implementation laden kann, Mhm. was davor immer eine schwierige Sache war. Und ich habe auch zum größten Teil daran gearbeitet, GPU-Implementation zu machen, also dafür zu sorgen, dass die Modelle auf Grafikkarten über Vulkan laufen können. Vulkan ist Oh, eine API, ja. die eigentlich von Spielen für Grafiker verwendet werden, aber sie halt auch dafür funktioniert. Wie hast du das gemacht, dass Vulkan dafür benutzt werden kann? Ähm, naja, eigentlich ist es recht simpel. Diese Algorithmen, die verwendet werden, um das Modell auszuführen, sind sehr parallelisierbar. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich für das Backend, was wir benutzen, also Llama CPP, gibt es schon eine existierende Metal-Implementation. Metal ist auch so eine ähnliche API, aber für Apple, weil, naja, Apple macht halt so ihre eigenen Ja. Sachen so, wie man es kennt. Ja. Und den Code habe ich geportet. Mhm. Okay, du hast den quasi dann Den für Code habe Vulkan ich übertragen. genau, der habe ich für Vulkan umgeschrieben, genau. Und Vulkan läuft ja, soweit ich weiß, auch auf AMD-Grafikkarten. Genau, das läuft tatsächlich noch auf viel mehr Grafikchips, auch mobilen Grafikchips, so Mali und so weiter, Mhm. die ganzen ähm, Sachen, von denen man zu 90% nie gehört hat, Ja. weil sie in Handys drin sind und zu 90% auch nicht genug Leistung haben, die Modelle auszuführen. Aber auch zum Beispiel Intel Arc. Okay, das heißt, du hast quasi eine API verwendet, die jetzt erlaubt, eigentlich jedem diese Modelle möglichst effizient auszuführen. Ja, vorausgesetzt man hat genug Grafikram. Das ist aktuell der Ja. größte limitierende Wie viel Faktor, braucht man denn so? weil das komplette Modell ins Grafikram geladen werden muss. Ja. Wie viel braucht man da so ungefähr? Es kommt auf das Modell drauf an. Für 7B-Modelle, also für 7 Billionen Parameter-Modelle, ähm, auf 4 Q40 Quantisierung sollte man mindestens ungefähr 8 Gigabyte Grafikram haben. Okay. Für sieben Ähm, B-Netze. Okay. ich glaube, Das ist ich, heftig. glaub, ich habe sogar, ich hab sogar 13B-Modell ausgeführt unter 8B, Quatsch, 8 GB. unter 8 Gigabyte Ja. RAM. Ähm, Okay. 13B ist aber so auch genau weiß ich nicht das nicht. so viel Ich glaube, tatsächlich, 7B ja. könnte sogar mit 4 Gigabyte RAM laufen. Das kann ich aber nicht garantieren, weil Mhm. Ich glaube, weiß ich nicht viel 8 drüber. Gigabyte ist ja so das häufigste, was man kriegt. Ich glaube, eine 3080 hat auch 8 Gigabyte, oder? Oh, das weiß ich nicht. Ah, die meisten Grafikkarten kommen halt nur mit 8 Gigabyte Speicher. Ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine 3090 hat, die, ich meine, 24 Gigabyte Speicher hat, lass mich kurz nachgucken. Was könnte ich damit laufen lassen? Puh, also 7B definitiv, 13B definitiv, 35, ich glaube es war 35B, wahrscheinlich auch noch, Yes. aber 65 und 70B wird wahrscheinlich sehr schwierig. Das muss dann schon wieder über die CPU ausgeführt werden, sprich, ich muss es langsamer ausführen. Genau, Da kommt es dann in den normalen RAM rein, oder? Das heißt, ich brauche nicht. ja. Also aus Erfahrung kann ich sagen, 70B-Modelle brauchen ungefähr 40 Gigabyte RAM. Aua. Okay, ja, okay. Gut, aber das sollte ich sogar doch zur Verfügung kriegen hier. 70B-Modelle, sagst du? Ja, Was? die kannst du über GPT-4All aktuell auch gar nicht runterladen, weil die meisten Leute haben so viel schlichtweg nicht, aber Ja. ich glaube, das hast du schon mal in einem Video gezeigt. Haha! Ja, es reicht bei mir. The Bloke auf Hugging Ja. Faces bietet sehr viele Modelle, auch 70B-Modelle Ja, genau. im richtigen GGML bzw. GGUF-Format an. Also ich muss den Browser zumachen, aber dann reicht's. Gerade so. Aber das ist cool. Ja, dann probiere ich das auf jeden Fall mal aus. Wenn es 40 Gigabyte sind, die ich brauche, dann. Ich meine, man möchte ja nicht unbedingt in den Cache auslagern müssen. Das wäre wahrscheinlich eher ineffizient. Wie viel Speedup hast du so grob, wenn du es, also wenn man jetzt, sagen wir mal, vergleichen würde, du hast einen Prozessor und du hast eine Grafikkarte.
Wie viel schneller wird es ungefähr, wenn ich vom Prozessor auf die Grafikkarte wechseln kann? Das kommt natürlich sehr stark darauf an, was du für einen Prozessor und was du für eine Grafikkarte Klar, hast. ja. Ich kann sagen, von einem i3, den ich damals hatte, Mhm. auf eine RX 5700 XT Mhm. hatte ich bald die vierfache Geschwindigkeit. Okay. Allerdings muss man da auch bedenken, dass natürlich die Grafikkarte ziemlich stark ist und die CPU, die ich hatte, ziemlich schwächlich war. Ja, Ähm, okay. ja. Aber dann ist es schon so eine Richtung, die man vielleicht denken kann, also mindestens doppelt so schnell, eher mal Richtung drei-, vierfach. Es gibt auch Setups, in denen GPU langsamer ist, Oh, natürlich. tatsächlich? Ja, gut, Also, okay, wenn die Grafikkarte sehr alt und sehr langsam ist und die CPU, klar. Okay. ja, oder halt, wenn die CPU einfach sehr schnell ist, ja. Ja. Gut, okay. Aber trotzdem wahrscheinlich für die meisten, die ja irgendwie am Zocken sind oder sowas, schon ein ordentlicher Boost, denke ich mal. Ja. Ähm, Man muss natürlich bedenken, man kriegt nicht dieselbe Geschwindigkeit hin, die man zum Beispiel mit Xllama hinbekommen würde oder mit der offiziellen Implementation, Mhm. weil die auf CUDA läuft und CUDA erlaubt noch deutlich tiefere Optimierungen Mhm. darin, wie das Modell ausgeführt wird als Vulkan. Ja, das heißt, wenn man Mit eine Vulkan, Nvidia-Grafikkarte hat, dann könnte man es auch quasi über Python direkt ausführen. ja. Ja. Wir hatten tatsächlich auch vor, CUDA in GPT-4 einzubauen. Das Problem ist nur leider, dass NVIDIA sehr strikte Lizenzbedingungen hat, wo man die CUDA-Libraries reinstecken darf und nicht, muss man irgendwie anfragen, was weiß ich, den ganzen Kram. Mhm. Ähm, Da haben wir uns dann noch nicht groß drum Ja, gekümmert, weil das auch für Open-Source-Projekte wahrscheinlich sehr schwierig die ist. sind sehr restriktiv, vor allem mit CODNN und so. Da muss man ja sich sogar anmelden, um die Libraries überhaupt nur runterzuladen, wenn man es ausführen möchte. Was Ja. irgendwie verrückt ist, aber so läuft das halt. Ähm, okay, aber das heißt doch schon mal, wenn wir jetzt die Wahl haben, wir können riesige Modelle ausführen, aber dafür halt auf der CPU. Oder wir können vielleicht nicht ganz so riesige Modelle ausführen, dafür auf der Grafikkarte und sehr, sehr schnell, aber dafür halt für andere Anwendungsfälle. Dann haben wir ja eigentlich die Möglichkeit, unseren Rechner relativ gut auszulasten. Also nehmen wir mal an, ich lasse halt ein kleines Netz auf meiner Grafikkarte Content-Moderation für den Discord-Server machen. Und ein großes Netz lasse ich laufen, um zum Beispiel, während ich am Programmieren bin, die ganze Zeit in meiner IDE Vorschläge zu bringen. Das Theoretisch könnte man das machen, ja. wäre machbar und würde wahrscheinlich für viele was bringen. Gerade was Coding angeht, finde ich das sehr, sehr spannend, weil ja auch Code oftmals was ist, was ein Unternehmen nicht veröffentlichen möchte. Also gerade jetzt auch nochmal auf dem Privacy-Aspekt. Das ist ja meistens Closed Source. Das will man meistens nicht öffentlich haben. Ähm, Wie siehst du da die Entwicklung von, sagen wir mal, eben Open Source Modellen, die lokal laufen? Siehst du da einen Vorteil gerade für Firmen? Ja, definitiv. Vor allem natürlich deutsche Firmen, weil die interessieren sich meistens auch deutlich mehr dafür, dass sie nicht ihre Daten nach Amerika schicken. Ja. Ähm, Es ist ein Riesenvorteil, definitiv, wenn natürlich die Modelle für die Anwendungszwecke reichen. Mhm. Ähm, aber wenn sie es tun, ist es definitiv ein gigantischer Vorteil, ja. Würdest du schon sagen, dass es wirklich ein Benefit ist, die vielleicht noch nicht ganz so potenten Modelle auch lokal ausführen zu können? Ja, ich kenne zum Beispiel jemanden, der hatte eine längere Zeit lang kein Internet Okay. und ist auch Programmierer, der programmiert ganz gern und der hat dann tatsächlich GPT-4 benutzt, um ohne Internetverbindung ähm, ja, Hilfe mit seinem Code zu bekommen. Genial. Ja, gut. Deutsches Internet. Perfekt. Deutsches Internet Genau. gecountert mit Open Source. Wunderschön. Ähm, ja, okay, verstehe. Also gut, wir können sozusagen nicht ganz so gut Code schreiben lassen oder nicht ganz so gut Codehilfe bekommen, aber wir können es benutzen und dafür halt lokal. Hm, Genau. Wenn ich jetzt mal so in die, sagen wir mal, nähere Zukunft denke, so in ein, 2 Jahren oder sowas, Grafikkartenleistung wird wahrscheinlich nicht so drastisch steigen oder auch die CPU-Leistung wird wahrscheinlich nicht so drastisch steigen, dass wir signifikant stärkere Modelle ausführen können. Aber gleichzeitig werden eben sowas wie GPT-4 wahrscheinlich hoffentlich noch ein bisschen besser werden oder Gemini von Google soll veröffentlicht werden. Würdest du sagen, dass man da dann noch irgendwie mithalten kann, wenn man es lokal ausführen möchte? Ähm,
Sehr schwer zu beurteilen natürlich, weil klar, wir wissen nicht, was die großen Firmen machen und Ja. wir wissen nicht, was die große Community ähm, machen wird. Aber ich würde mal schätzen, ähm, vor allem jetzt, wo immer mehr kleinere Firmen anfangen, da auch mitzuwirken und Open Source Modelle zu veröffentlichen, ähm, dass der Spalt ziemlich wahrscheinlich langsam immer kleiner werden wird. Mhm. Zumindest bei reinen Sprachmodellen erstmal. Bei reinen Sprachmodellen, okay. Und wenn sich da eben die ganze Community so eng zusammenschließt, wie es ja jetzt auch schon passiert, wäre es dann nicht auch eine Option, dass man sich nicht nur zusammenschließt und sagt, okay, ich kann es lokal bei mir ausführen, sondern wir haben halt auch einen Server, der stark genug ist, um größere Modelle auszuführen, aber halt in Deutschland steht? Ja, es gibt tatsächlich, also GPT-for-All hat eine Möglichkeit eingebaut, dass man einen OpenAI-kompatiblen API-Server ausführen kann, mit dem man dann seine OpenAI-kompatiblen Python-Skripte, was weiß ich, verbinden kann, Mhm. um recht einfach GPT-for-All für, naja, für Inferenz zu benutzen statt OpenAI. Okay, das heißt, man könnte auch woanders hosten sozusagen und sich dann Ja, damit verbinden. ja. Gibt es da schon Firmen oder Dienstleister, die sowas machen aktuell? Nicht groß, dass ich wüsste. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich weiß, das finde ich sehr spannend. Es gibt ein Projekt, ähm, wie kann man sich das am besten vorstellen? Also jeder spendet sozusagen ein paar Rechenressourcen Oh, okay. und dann kriegt er dafür Punkte und für die Punkte wiederum kann er dann zu jeder Zeit von jemand anderem Rechenressourcen bekommen, um diese Modelle auszuführen. Distributed Das finde ich Computing ein, sozusagen. genau. Ich weiß gerade leider nicht, wie das hieß, Mhm. aber fand ich sehr spannend. Geht das dann, dass man das Netz quasi aufteilt und einer berechnet das und der nächste berechnet das und am Ende hat man ein größeres Netz, als eigentlich bei mir draufpassen würde? Geht das? Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache, Ja. weil der Zustand des Modells, in dem zum Beispiel sozusagen der Chatverlauf drin Mhm. ist sehr groß. Ja, Bei 13B-Modell, ich glaube irgendwie um die 2 Gigabyte oder sowas. Und das müsste man natürlich immer hin und her schicken. Ähm, stimmt, ja. dementsprechend ohne schnelles Internet, also in Deutschland definitiv nicht. Aber in der Schweiz wird es gehen. Nee, aber ich dachte eben gerade so, wenn man sich wirklich zu so einem Rechenzusammenschluss bündelt, sozusagen, dann könnte man eigentlich ja auch wirklich ein oder halt Teile des Netzes sozusagen von der einen Person berechnen lassen, dann von der anderen Person. Jeder hat so quasi einen Teil, den er für sich berechnet und alle zusammen ergeben halt ein sehr viel größeres Netz, als wir eigentlich bei uns jeweils auslagern könnten. Das Problem existiert tatsächlich auch bei Grafikkarten. Also wenn man, Ja, man wird ja denken, man kann ja bestimmt mehrere Grafikkarten verwenden, um das Modell schneller auszuführen. wird nicht so sein, ne? Ähm, ja, das Problem ist halt, dass der Zustand des sogenannten KV-Caches, Mhm. das ist sozusagen der Chatverlauf, dass der auf allen Grafikkarten immer synchron sein muss. Und ähm, mit jedem Durchlauf ändert sich das komplette Ding. Ja, verstehe. Und du müsstest das immer synchronisieren. Das sind halt so 2 Gigabyte und PCIe ist jetzt, also Grafikkarten ist jetzt auch nicht so besonders gut da drin, Daten schnell zu transferieren. Ähm, dementsprechend ist das aktuell noch nicht wirklich möglich. Ja. Ein Nutzungszweck ist aber, wenn man nicht genug RAM hat, dann kann man das machen. Okay, ja, verstehe. Hm. Aber das könnte noch was werden, dass man quasi einfach die Rechenleistung verteilt auf mehrere Rechner. Ja, ansonsten bringt es ja nicht so viel, wenn ich einfach sage, hey, ich leihe dir jetzt meinen Rechner aus, dafür kriege ich deinen irgendwann anders. Gut, klar, das bringt mir was, wenn ich halt mal richtig große Anforderungen habe, aber ansonsten bringt mir das nicht so drastisch viel. Ähm, Ich kenne das von einem Projekt, das nennt sich, haha, ich habe den Namen vergessen, aber ich benutze das im Winter immer zum Heizen. Ähm, das ist, da kriegst du quasi Tasks einfach zum Proteinfaltung berechnen. Folding at Home, Ah, ja, daher kommt's. Genau, genau. Das kenne ich. genau, da kriegt quasi jeder immer so einen kleinen
Proteinfaltungsaufgabe für sich, für seinen Rechner, berechnet die, schickt die Ergebnisse wieder zurück und bekommt dafür quasi einfach ein Dankeschön. Also da wird man jetzt nicht bezahlt oder so, das ist aber für die Forschung. Und ich feiere das Projekt eigentlich, weil es eine extrem komplizierte Aufgabe wohl runterbricht auf sowas, dass mein Rechner und dein Rechner und sogar mein Handy jeweils alleine lösen können. Was ein spannender Ansatz ist. Was für KI natürlich auch stark wäre, aber ich glaube, das wird schwierig. Gerade eben, wie du schon gesagt hast, mit dem Übertragen von den einzelnen Zuständen. Da sind wir noch nicht ganz. Da bräuchten wir schnelleres Internet. Geht's in einem Serverzentrum, sowas zum Beispiel? Also ich meine, bei Microsoft werden ja auch mehrere Grafikkarten gleichzeitig benutzt. Naja, das Problem ist ja, ähm, selbst wenn das noch so schnell gehen würde, es muss halt schnell genug sein, als dass es sich lohnen würde, Hm, ähm, das wirklich in Echtzeit zu machen. ja. Was halt selbst, wie gesagt, zwischen zwei Grafikkarten ähm, nicht genug ist. Hm. Okay, verstehe. Wie wird es dann beim Training gemacht? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Feintuning machen möchte auf so einem Lama-Modell oder so, wie wird das dann bereitgestellt? Beziehungsweise muss ich dann wirklich einen Server mieten mit einer Grafikkarte und alles auf dem trainieren lassen? Nee, da gibt es tatsächlich Techniken, das auf mehreren Grafikkarten gleichzeitig zu machen. Mhm. Kenne ich mich leider nicht allzu gut drin aus, aber ich habe so ein paar Sachen gesehen. Da haben dann Leute teils Modelle wirklich trainiert. In dem Fall mit so, was war das, irgendwie 8 Stück A100 Grafikkarten mit 80 Gigabyte VRAM oder sowas Verrücktes. Geil, würde ich nehmen. Ja, Ja, cool. Okay. Also beim Training geht das besser als beim eigentlichen Ausführen dann. scheinbar ja. Ja, schade. Müssen wir noch beim Ausführen ein bisschen üben. Okay. Gut, aber das ist doch auch schon mal eine spannende Richtung, in die wir gehen, wenn wir uns überlegen, dass wir einfach quasi Modelle, die teilweise potenter sind als GPT-3.5, nicht ganz so potent, wie du sagst, wie GPT-4, aber vielleicht kommen wir da bald hin, und das komplett lokal oder halt auf einem Server, auf den wir dann Zugriff haben. Das ist schon spannend und vor allem günstiger. Ähm, Was glaubst du, in welche Richtung geht das Ganze? Also, wo entwickeln wir uns gerade so hin? Was passiert mit offenen Modellen für KI? Puh. Es wird sich definitiv noch sehr viel tun müssen, Mhm. damit wir an GPT-4 rankommen. Mhm. In einigen Aspekten auch überhaupt an ChatGPT rankommen. Bei manchen Sachen ist ChatGPT immer noch besser als selbst 70B-Modelle. Ähm, puh. Es wird noch ein langer Weg sein, definitiv. Mhm. Fehlt es an Daten oder fehlt es an Rechenleistung? An was fehlt es hauptsächlich? Es fehlt an Forschung. Das Problem ist, dass OpenAI, ja, sie heißen OpenAI, aber sie sind halt nicht so wirklich open. Ja. Sie verraten nichts darüber, welche Technik sie verwenden. Mhm. Nichts. Es gibt ja so ein GPT-4-Paper und Da steht das drin, dass sie nichts Paper sagen. wird teils als Schande der Wissenschaft Ja. bezeichnet, weil halt einfach nur da vor sich hin palavert wird, aber nichts wirklich gesagt wird. Ich meine, die Anzahl der Parameter dieses Modells werden da drin Ja. veröffentlicht. Das ist Ja, einfach nur, also es ist halt traurig, dass sowas Wichtiges einfach Spekulation bleibt. Auch zu den Daten haben sie ja nichts gesagt. vor allem bei einer Firma, die OpenAI ist, Ja. ne? Open, ja. Ähm, Ja, das heißt, man muss quasi auch sogar die Technologien hinten dran eigentlich neu erforschen, weil sie so closed sind. Kann man sich Ja. mittlerweile erklären eigentlich, warum das so schlimm ist bei denen? Also warum die so oft closed gegangen sind? Ähm, naja, wahrscheinlich, weil sie Geld haben wollen. Okay. Wahrscheinlich, ja, Damit es niemand anders nachmachen kann. Ja, das verstehe. typische Ding. Weil ich dachte irgendwie so, okay, also am Anfang hieß es ja, sie haben es jetzt nicht veröffentlicht, weil sie irgendwie Angst hatten, dass jemand was Bösartiges damit machen kann und so. Aber mittlerweile, weiß nicht, glaube ich jetzt nicht mehr daran. Das ist wahrscheinlich wirklich eher wegen Ja, Geld. ich auch nicht. Und Google hat ja, glaube ich, Palm auch nicht so detailliert vorgestellt. Und ich weiß nicht, wie es mit Gemini aussieht. Auch nicht so sehr, Hm, oder? nicht wirklich, nee.
Also, naja, gut, von Google kommen ja die Entschuldigung wegen Klasse. dem Lärm im Hintergrund. Ja, alles gut, das hört man kaum. Okay, perfekt. ähm, Ähm, eine Sache, die ich noch ganz gerne erwähnen würde, von wegen lokalen KIs, ähm, ein sehr großer Vorteil ist die Steuerbarkeit. Dadurch, dass die ganzen Berechnungen direkt auf dem PC laufen, lassen sich die Berechnungen natürlich auch extrem gut steuern. Du hast mal ein YouTube-Video darüber gemacht, wo du erklärt hast, über ChatGPT trainieren, damit es JSON-Code ja, ausgibt. genau. Und Nicht einfach. es ist tatsächlich möglich, lokal laufende Modelle mit sogenannten, mit sogenannter Grammatik zu füttern. Okay. Und damit kannst du den Vorgang ganz am Schluss, der auswählt, welche Wörter jetzt wirklich angezeigt werden, so steuern, dass JSON zum Beispiel rauskommt oder Source Code für irgendeine Programmiersprache oder sowas. Also mehr erzwingen sozusagen, dass eine Ausgabe Genau, bestimmte Formatierung hat. genau. Okay, aber das ist ja großartig, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Coding Assistant denkt und das dann halt über, keine Ahnung, eine API zum Beispiel einbauen möchte. Ähm, Ja. Passiert das dann im Feintuning oder ist das, wie wirst du das Das gemacht? wird wirklich während der Ausführung gemacht. Und da kann ich das Netz dann hin natschen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, was genau Du passiert da? kannst dir das so vorstellen, das Ausführen des Modells besteht ja aus mehreren Schritten. Mhm. Einmal der hauptsächliche Schritt ist die Inferenz an sich. Dann spuckt das Modell einfach nur aus, wie wahrscheinlich es hält, dass das jeweilige Wort drankommt. Also es wird eine Liste an allen möglichen Ja, Wörtern rausgespuckt und mit einer Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich das Wort ist. Und danach passiert noch ein Vorgang, der nennt sich Sampling. ja, Das ist ein sehr wichtiger Vorgang, weil verstehe. das Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist meistens oder recht häufig nicht das Wort, was du wirklich haben möchtest zum Schluss. Ähm, Du kannst dir das so vorstellen, wenn du dem Modell sagst, dass der Stuhl kaputt ist, dann ist ja am wahrscheinlichsten die Information, dass der Stuhl kaputt ist. Und dann verfängt sich das Modell zum Beispiel in Dauerschleifen und sagt immer nur wieder dasselbe. Ja, Ähm, und es liest sich auch nicht immer allzu menschlich. ja, Dass wir Menschen optimieren darauf, nicht das Offensichtliche zu wiederholen. Ähm, ja, und das ist halt auch das, was das Sampling schlussendlich macht. Dass es verstehe. dafür sorgt, dass das Offensichtliche nicht wiederholt wird. Jetzt sind ganz komplizierte mathematische Algorithmen. Ähm, also theoretisch ist immer die Ausgabe sozusagen so eine Kurve, die in der Mitte hochgeht. Und das sind immer diese ganzen Wörter. Und Gaußkurve halt, dann halt oder? immer so ein Algorithmus, der mal von das da oben nimmt, mal Ja. was von der Seite. Und da gibt es ganz viele verschiedene Algorithmen, die alle anders funktionieren und so weiter und so fort. Ja. Und Und einer davon ist halt einer, der immer die Tokens, also Tokens sind halt Wörter, mhm. auswählt, die zu der jeweiligen Grammatik passen würden. Und du kannst dann quasi eine formale Grammatik einbauen, die dann halt aussieht, geschweifte Klammer auf, dann eben der Key, dann der Value, Komma und so weiter. Zum Beispiel, genau. Das ist großartig. Kann ich denn auch wirklich einen Automaten einfach definieren? Also quasi wirklich eine formale Sprache? Ja, das ist die Sprache, in der du es definierst, ist tatsächlich eine sehr alte Sprache, die auch früher verwendet wurde für Compiler. Für Compiler. Compiler. Ich weiß nicht, das ist theoretisch, wie erkläre ich das? Das ist theoretisch ein Compiler, der eine Syntax nimmt in dieser jeweiligen Ja, Sprache und dann einen Compiler kompiliert, der diese Sprache kompilieren kann. geil. Wie heißt die Sprache? Ähm, puh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, Aber faszinierend. Also das heißt, ich kann wirklich dann festlegen, was erlaubt ist als nächstes Token und was genau das nächste Token ist. Das bestimmt dann das LLM. Das heißt, der genau, Sampling-Algorithmus ist quasi eine formale Sprache und das LLM produziert mir immer ein Element aus dieser, oder eigentlich mehr Elementen, aber es wird immer ein Element aus dieser formalen Sprache ausgewählt. genau. Und dadurch habe ich natürlich dann insgesamt viel, viel
bessere Möglichkeiten, alles auszuwählen, weil ich das bei ChatGPT natürlich nicht machen kann. Bei ChatGPT Genau. habe ich ja einfach nur, jo, hier hast du einen Chat halt. Das war's. Das ist großartig. Gibt's da, also kann man das schon runterladen? Kann man das benutzen? Aktuell ist das in GPT-4All noch nicht implementiert. Mhm. Allerdings, wenn man Llama CPP direkt benutzt, also Llama CPP ist sozusagen das, was dahinter Mhm. liegt, worauf GPT-4All basiert, dann kann man diese Funktion schon benutzen. Da muss man allerdings auch damit auskommen, in der Kommandozeile ein bisschen rumzufummeln. Ja, das geht ja. Aber also, dann wird tatsächlich mal das Wissen über formale Sprachen wieder relevant. Das ist für viele wahrscheinlich auch ein bisschen, was? Ja, für mich auch. Ich habe da raufgeguckt. Ich wusste erstmal gar nicht, was ich damit anfangen will, Das glaube ich. mit dieser Ist ja Syntax. auch ein bisschen wie Regex-Fummeln. Das ist ja auch nicht so Ja, spaßig. genau. Aber cool, also das ist großartig. Das finde ich sehr, sehr gut. Vor allem wird es wahrscheinlich auf jeden Fall Leute geben, die halt eine formale Sprache für JSON definieren. Das gibt es wahrscheinlich schon. Und dann kann man Gibt es die schon, ja. einfach, ja, siehst du, und dann gibt man die einfach ein und hat halt wirklich einen JSON-Output. Ja. Was wiederum die ganze Implementierung in andere Programme sehr viel einfacher macht. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch dann, wobei, weiß ich gar nicht, gibt es bei GPT-4All dann auch eine API dafür, dass ich das möglichst. Es gibt tatsächlich eine API, Stimmt, eine eine Python-Web. C-API Ja, mit Bindings in sämtliche Sprachen, ja, Python, JavaScript, C-Sharp, ich glaube sogar Rust, ich erinnere mich. C++ natürlich, Ja. also so ziemlich alles, ja. Das heißt, ich kann quasi Und die man kann API einfach auch, benutzen und kann dann relativ unkompliziert einfach die neuesten Netze verwenden, um sie genau, in mein, I don't know, mein Visual Studio einzubauen. genau, wenn man ein bisschen mehr Kontrolle haben möchte, dann kann man natürlich auch Llama CPP direkt verwenden. Ja, Dann verwendet man schlussendlich dieselbe API, wie die GPT-4All verwendet. nur halt so. GPT-4All kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Abstraction Layer dann drumherum, die das alles viel einfacher macht. Mhm. Ja, Das ist sehr spannend. Das sind extrem spannende Entwicklungen. Und gerade mit den ganzen Modellen, ich glaube, wir alle brauchen einen neuen Rechner. Ich glaube, wir brauchen mehr Hardware. Aber ich glaube, dass da auch einiges passiert. Willst du gerade noch irgendwie was dazu sagen, zu dem, was du glaubst, was in den nächsten paar Jahren vielleicht so Stand der Technik sein wird, womit wir uns wahrscheinlich dann auch wirklich eine Weile eindecken können? ähm, ich, ich persönlich hoffe, Mhm. dass sich noch mehr tut darin, für CPU zu optimieren. Okay. Also Optimierung auf schwächere CPUs. Mhm. Weil ein spannender Use Case, den ich sehe, ist diese KI zum Beispiel in Spielen zu verwenden, Oh. um irgendwelche, weiß ich nicht, Charakter, Konversationen automatisch zu generieren, dass man wirklich mit den Ja, Spielcharakteren dann reden kann oder sowas. Das wäre ganz cool. ja. Aber dafür braucht man halt wirklich noch deutlich mehr Optimierung auf spezifisch CPU. Ja, da habe ich tatsächlich auch mal einen Entwickler sprechen gehört, der gemeint hat, es ist mega, sowas zu machen, aber das Problem ist, dann weiß man halt nicht, ob dieser Charakter dann auch wirklich das sagt, was man am Ende braucht. Also, dass die halt einfach im Gespräch irgendwann mal wirklich die Quest gibt, die du halt brauchst, um weiterzukommen. Ja, klar. Aber ich glaube, so einzelne Spiele, da stelle ich mir das schon sehr, sehr cool vor. Und wenn man das wirklich stark genug macht, diese Motivation, diese Quest auch zu beenden im Charakter, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Das wäre schon, das wäre halt Next Level. Vor allem, wenn man dann sein Mikrofon wirklich benutzen kann. Das fängt ja jetzt schon an. Ich weiß nicht, ob du Phasmophobia oder Whisper. Demonolo kennst oder so. Ähm, Es gibt ein Modell, das nennt sich Whisper. ja, ja, genau. Das benutze ich auch Das für Untertitel ist immer. ziemlich cool. Ja, das habe ich in meinen, also ich habe wirklich meine ganzen YouTube-Tutorials und auch die anderen Videos eigentlich alle mit Whisper transcribed in Deutsch und Englisch. Das kann ja zwei Cool. Sprachen und dann habe ich die halt per API hochgeladen. Ähm, Das ist einfach, also in Spielen stelle ich mir das so unfassbar cool vor, wenn man wirklich mit dem Charakter reden kann und dann halt auch wirklich eine Ja. Antwort bekommt. Also, ja, fühle ich komplett. Aber bis wir da hinkommen, könnte ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich eher erstmal auf OpenAI gehen und dann halt die API Ja, das inkludieren. Problem ist dann natürlich, Das wird teuer. ähm, das wird sehr, sehr teuer, Ja, ja. Game as a Deswegen Service. macht das wahrscheinlich auch niemand. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe mal geguckt, es gibt im Unity Store dafür nicht mal Extensions, Ich habe auch mal mit denen du geguckt, das machen Unreal kannst. Engine hat es auch nicht, oder hat es nicht gehabt Ja. zumindest.
Ich weiß nicht, ob es mittlerweile was gibt. Eine Sache, die ich noch hoffe, die passiert, ist das ich weiß gar nicht, wie heißt es auf Deutsch, Ja, multimodal. Multimodal, ähm, genau, multimodal, genau so heißt es, ähm, Das, Support verbessert wird. ja, gibt's das Das schon ist bei tatsächlich auch ein Open Source Plan Netzen? ja, gibt es tatsächlich schon. Okay. Ein paar kleine Modelle gibt es schon. Ein recht berühmtes ist Lava, so heißt es. Davon habe ich heute gelesen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ja, es gibt tatsächlich mittlerweile schon besseres, aber ich Mhm. weiß gar nicht, wie das hieß. Es gibt so viele Modelle, ich kann mir das nicht merken. Das passt Ja. gar nicht. Das passt gar nicht in meinen Kopf rein. Ähm, jedenfalls gibt es jetzt auch den Plan, in GPT-4All auch Support für sowas Mhm. einzubauen. Das ist natürlich auch nochmal großartig, wenn man dann auch wirklich mit Bildern quasi auch das Modell füttern kann und eine Textfrage dazu stellen kann. Oder eben den Text durch Sprache erzeugen kann und dann halt transkribieren kann, was ja im Endeffekt dasselbe ist. Was ich mir tatsächlich noch wünsche, auch jetzt für kommerzielle Netze habe ich das auch noch nicht gesehen, ist Sound Support. Also wirklich Sound an sich als Eingabe zu haben, weil Sound kann ja auch noch Musik sein zum Beispiel. Sound kann Soundeffekte sein. Ja. Das ist einfach sehr viel mehr als nur, ja, nur eben Text. Und was auch noch fehlt, ist so dieses 3D-Vermögen. Das habe ich immer mal wieder bei so einzelnen Papern oder Netzen gesehen, dass man entweder 3D-Objekte erstellen kann oder halt 3D-Szenen verstehen kann. Eine lustige Sache, die man jetzt schon machen kann, Mhm. man kann sich Blender-Skripte generieren lassen, die dann sehr, sehr simple 3D-Szenen aufbauen. Tatsächlich, Szenen wirklich. Naja, so kannst du halt sagen wie Block und dann halt eine Kugel oder Okay, sowas. Aber verstehe. nichts Komplexes, aber Ja, halt, es ist theoretisch schon möglich. das ist geil. Ich habe auch schon ein paar Paper gesehen, die quasi einfach mehrere Fotos genommen haben und dann gesagt haben, okay, das sind halt verschiedene Blickwinkel. Wir machen jetzt aus den Fotos eine 3D-Szene oder halt ein 3D-Objekt, dass du quasi dein Gesicht einfach scannen kannst, indem du mit einem Video vor deinem Gesicht rumfährst. Das habe ich tatsächlich sogar schon gemacht. Es gibt Wirklich? eine neue Technik, die nennt sich Gaussian Splatting. Okay. Die erlaubt es normalerweise, wenn du solche Scans machst, sind das ja Polygone, die rauskommen. Ja. Und die Idee ist halt, dass da keine Polygone, sondern Punkte rauskommen. Und diese Punkte dann sozusagen so geformt werden, dass es perfekt aussieht. Und wie unglaublich realistisches Haar du damit machen kannst. Also das Haar wird so perfekt dargestellt. Zum Beispiel Haar oder allgemein dünne Sachen. Ja. Das ist unglaublich. Ja, ich glaube, gerade Haare sind ja mega, mega schwer darzustellen. Wow. Gibt's das auch Open Source dann? Ja, genau. Das gibt es Open Source auf GitHub, ist aber sehr neu. Findet man sehr wenig Sachen zu. Das ist schlussendlich aktuell eine Liste an Skripten, die du hintereinander Okay. ausführst, mit verschiedenen Programmen dann. Aber es ist ziemlich cool, wenn man weiß, wie man es Wie macht. heißt das? Nur nochmal für mich zum Googeln und für dich zum Gaussian Splatting, ich kann das auch in meinen Chat reinschreiben. Gaussian. Das schreibt man andersrum. Gaussian Splatting. Das muss ich mir auf jeden Genau. Fall ansehen. Ich habe auch einmal einen Link auf eine Seite, die sehr viele coole Demos hat, Sehr in den cool. Chat geschickt. Dankeschön. Bitte. Das ist extrem spannend. Also ich glaube, da wird doch einiges passieren. Wenn ihr sowas dann bei euch, oder wenn Nomic das dann bei sich auch einbauen kann, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Ähm, weil, also ich meine, grundsätzlich ist es ja ein Interface für AI-Anwendungen und die Modelle im Hintergrund werden ja einfach nur, naja, als Interface verwendet. Ja, Glaubst du, dass solche Interfaces das Ganze mehr zugänglich machen, auch für Leute, die vielleicht nicht so Ahnung davon haben? ja, definitiv. Ähm, hoffe ich zumindest, dass Mhm. das ähm, sehr hilfreich ist, vor allem für Leute, die sich nicht Mhm. wirklich gut damit auskennen. Weil das, Aktuell ist halt noch das Problem, dass Leute, die sich nicht mit gut auskennen, zu viel erwarten und sich dann beschweren oder ja, so. Und dann, naja, aber es ist ja auch schwieriges Ding. schwierig, wenn man dann eigentlich sowas wie ChatGPT eben gewöhnt ist und dann sagt man, okay, aber ich will jetzt halt irgendwie das Ganze bei mir for free verwenden, weil ChatGPT kostet ja an sich auch nichts oder Bing kostet an sich nichts und die sind ja dann auch schon sehr leistungsstark. Ja, Aber das dann eben bei sich nochmal einzurichten, das ist dann nochmal eine Hürde. Ich glaube, die wollen viele mittlerweile gar nicht mehr gehen. Gerade dieses,
Was für ein Modell will ich jetzt? Am besten eine AI fragen, welches AI-Modell am besten zu mir passt. Das wäre so Ja, der Weg, den ich wahrscheinlich als erstes gehen würde. ähm, aber ja, also ich meine, im Grunde genommen muss man es halt accessible machen. Ansonsten bleibt die Technologie wieder nur ein paar Leuten vorenthalten. Entweder die, die halt zahlen oder die, die so nerdig genug sind, sich das Ganze selber zu installieren. genau, ja. Von dem her, ich finde es sehr, sehr cool, was du da gemacht hast und was du allen hier auch gezeigt hast, beziehungsweise mitgebracht hast. Ähm, ansonsten würde ich dir gerne einfach mal das Schlusswort geben, dass du vielleicht auch den Leuten noch Tipps geben kannst, was sie machen wollen oder was sie machen sollten, auf jeden Fall. Oh, ich würde definitiv die Entwicklung von GPT for All, wenn ihr daran interessiert seid, verfolgen, weil da wird noch sehr viel passieren. Da ist noch sehr viel geplant. Hm. Wie gesagt, unter anderem Multimodal-Kram. Ja, Ich glaube, das wird spannend. das kann man definitiv so sagen. Und vor allem jetzt, wo ich persönlich, mein Praktikum dort ist ja nun zu Ende, jetzt, wo ich da nicht mehr so aktiv dabei bin, also ich gucke natürlich immer noch zu, was so passiert und so weiter, ähm, bin ich selber auch gespannt, was da passieren wird. Das glaube ich. Ich meine, gerade multimodal ist ja jetzt erst was ich glaube, vorgestern oder sowas habe ich Zugriff darauf bei ChatGPT bekommen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr neu. Und das ist einfach noch eine Sparte, die extrem am Wachsen ist. Von dem her, ich glaube, insgesamt die ganzen Veränderungen sind einfach brutal momentan. Wir machen gerade einfach 10 Jahre Entwicklung gefühlt in einem. Aber es fühlt sich gut Ja, an. Also, sofern es jedem was nützt natürlich. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. bitte. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich vorschlagen. Und Ja, an die Community, ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Fragen noch habt und was wir vielleicht in einem zweiten Podcast, falls du Bock hast, irgendwann mal klären sollten. Vor allem, wenn ich dann jetzt jemanden habe, der sich so gut in dem ganzen Thema auskennt, werde ich mich wahrscheinlich häufiger mal an dich wenden. Danke, dass du da warst und euch bis zum bitte. nächsten Mal. Macht's gut. Ja, tschüss. Ciao.